la la, la la la. Hallo Anna, du klingst, als hättest du gute Laune. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, hallo an alle. Ich bin Anna. Ja, ich habe gute Laune. Ich höre gerade mein Lieblingslied. Das ist eines meiner Hobbys. Ah, Hobbys oder auf Deutsch auch die Freizeitaktivitäten. Das ist ein perfektes Thema für heute. Heute lernen wir, wie man über seine Hobbys auf Deutsch spricht. Wir lernen, wie man sagt, was man gerne macht, was man am Wochenende gemacht hat und was man am nächsten Wochenende machen wird. Das ist eine sehr wichtige Lektion für das Niveau A2. Lukas, um über Hobbys zu sprechen, gibt es in Deutschland eine sehr populäre Methode. Wir benutzen das Wort gern. Man stellt gern einfach hinter das Verb. Zum Beispiel, ich trinke Kaffee. Wenn ich Kaffee wirklich mag, sage ich trinke gern Kaffee. Ich trinke gern Kaffee. Ah, das ist einfach. Also, ich höre Musik. Ich sage, ich höre gern Musik. Genau, ich höre gern Musik. Man kann auch die Verben mögen oder lieben benutzen. Ich mag Musik, ich liebe Musik. Aber gern mit einem Verb ist sehr, sehr häufig. Fangen wir mit dir an, Anna. Was machst du gern in deiner Freizeit? Also, ich höre sehr gern Musik. Ich liebe Popmusik. Ich treffe auch sehr gern meine Freunde. Wir gehen oft zusammen ins Café. Und ich tanze unglaublich gern. Okay, also, du hörst gern Musik, du triffst gern deine Freunde und du tanzt gern. Anna, Frage: Liest du gern Bücher? Nein, ich lese nicht so gern. Ich höre lieber Musik. Lieber bedeutet to prefer. Gut. Und kochst du gern? Nein, ich koche nicht gern. Ich esse gern, aber ich koche nicht gern. Und Sie, was machen Sie gern? Sagen Sie einen Satz. Ich gern. Zum Beispiel, ich schwimme gern oder ich sehe gern fern. Eine lange Pause für den Hörer zu denken. Sehr gut. Jetzt zu mir. Meine Hobbys sind ruhiger. Ich lese sehr gern. Ich liebe Romane und historische Bücher. Ein kurzes kleines A cappella. Das Geräusch eines Blattes umschlagens. Swoosh. Ich koche auch gern. Am Wochenende probiere ich oft neue Rezepte aus. Und ich gehe gern wandern. Ah, das ist sehr anders als bei mir. Du liest gern, ich tanze gern. Lukas, hörst du gern laute Popmusik? Nein, ich höre nicht gern Popmusik. Ich höre lieber klassische Musik, wenn ich lese. Gehst du gern in die Disco? Nein, ich gehe nicht gern in die Disco. Ich gehe lieber in den Wald wandern. Sehr gut. Jetzt fügen wir ein wichtiges Detail hinzu. Die Frequenz. Wie oft wir etwas machen. Dafür benutzen wir Adverbien. Okay. Das erste Wort immer. Dann gibt es oft. Dann manchmal. Seltener ist selten. Und das Gegenteil von immer ist nie. Immer, oft, manchmal, selten, nie. Verstanden.
Jetzt beschreiben wir unsere Hobbys noch einmal, aber mit diesen Adverbien. Ich zum Beispiel, ich lese jeden Tag. Das ist wie immer. Ich gehe manchmal wandern, nur am Wochenende. Und ich koche etwas Besonderes selten, vielleicht einmal im Monat. Okay, ich höre immer Musik. Wirklich, immer. Ich tanze oft in meinem Zimmer, wenn ich allein bin. Und ich treffe meine Freunde auch sehr oft, meistens am Wochenende. Okay, das ist sehr klar. Anna, liest du oft? Nein, ich lese selten. Ich sehe lieber Serien. Hörst du manchmal Musik? Nein, ich höre immer Musik. Und Sie? Machen Sie oft Sport oder manchmal? Gehen Sie nie ins Kino? Das ist eine gute Übung, um über Gewohnheiten nachzudenken. Sehr gut. Wir haben über unsere Gewohnheiten im Präsens gesprochen. Jetzt sprechen wir über einen spezifischen Moment in der Vergangenheit. Wir sprechen über letztes Wochenende. Dafür brauchen wir das Perfekt. Das Perfekt mit haben oder sein und dem Partizip 2. Genau, das ist eine wichtige Wiederholung. Also, Anna, was hast du letztes Wochenende gemacht? Letztes Wochenende habe ich viel gemacht. Am Samstag habe ich zuerst meine Wohnung aufgeräumt. Und am Samstagabend bin ich mit meinen Freunden tanzen gegangen. Wir haben 4 Stunden lang getanzt. Es war super. Am Sonntag habe ich lange geschlafen. Und dann habe ich Musik gehört. Wow, das war ein aktives Wochenende. Du bist also tanzen gegangen. Mit Sein, weil es eine Bewegung ist. Sehr gut. Hast du ein Buch gelesen? Nein, ich habe kein Buch gelesen. Ich habe getanzt. Und Sie? Was haben Sie letztes Wochenende gemacht? Sind Sie ausgegangen oder sind Sie zu Hause geblieben? Eine lange Pause von 7 Sekunden. Zu Anna. Und du? Frag mich. Und du, Lukas, was hast du letztes Wochenende gemacht? Ich habe ein sehr ruhiges Wochenende gehabt. Am Samstag habe ich ein neues Rezept ausprobiert. Ich habe Brot selbst gebacken. Das A cappella, das Ausgabe, das Aufmachen eines Ofentüres, Krieg, warm wusch. Am Sonntag hat die Sonne geschienen, deshalb bin ich im Wald gewandert. Ich bin 3 Stunden gewandert. Und am Abend habe ich ein Buch gelesen. Okay, du hast also Brot gebacken und bist gewandert. Du bist nicht tanzen gegangen. Nein, und ich habe keine laute Musik gehört. Ich habe ein Buch gelesen. Wir haben über die Gegenwart und die Vergangenheit gesprochen. Es fehlt noch eine Sache, die Zukunft. Sprechen wir über nächstes Wochenende. Dafür benutzen wir das Futur 1. Ah, das Futur 1. Das ist mit werden plus Infinitiv. Genau, es ist sehr einfach. Also, Anna, was wirst du nächstes Wochenende machen? Nächstes Wochenende werde ich etwas ganz Besonderes machen. Am Samstag werde ich zu einem Fotografie-Workshop gehen. Ich will lernen, bessere Fotos zu machen. Und am Sonntag werde ich meine neuen Fähigkeiten ausprobieren. Ich werde in der Stadt spazieren gehen und viele Fotos machen.
Ein Fotografie-Workshop, das ist ein super Plan. Du wirst also nicht tanzen gehen? Nein, nächstes Wochenende nicht. Ich werde das Fotografieren lernen. Und ich? Was werde ich nächstes Wochenende machen? Was denkst du? Du wirst ein sehr langes, sehr kompliziertes Buch lesen und du wirst etwas sehr Gesundes kochen und du wirst wahrscheinlich alleine im Wald wandern. Das ist fast richtig. Am Samstag werde ich tatsächlich wandern gehen, aber mit einem Freund. Und am Sonntag werde ich meine Familie besuchen. Wir werden zusammen zu Mittag essen. Und Sie? Was werden Sie nächstes Wochenende machen? Werden Sie sich ausruhen oder werden Sie ausgehen? Machen Sie einen Satz im Futur. Und voilà! Wir haben die Hobbys mit den 3 Zeitformen des A2-Niveaus erkundet. Jetzt kommt die große Abschlussprüfung. Der große Test. Ich liebe es. Okay, Anna, fangen wir mit deinem Hobby Freunde treffen an. Normalerweise triffst du deine Freunde oft. Präsens. Ja, ich treffe meine Freunde oft. Und letztes Wochenende hast du deine Freunde getroffen? Perfekt. Ja, letztes Wochenende habe ich meine Freunde getroffen. Wir sind tanzen gegangen. Und nächstes Wochenende wirst du deine Freunde treffen? Futur 1. Nein, nächstes Wochenende werde ich zu einem Workshop gehen. Perfekt. Jetzt mein Hobby. Wandern. Ich gehe manchmal wandern. Präsens. Ja, du gehst gern wandern. Und letztes Wochenende, was habe ich gemacht? Perfekt. Letztes Wochenende bist du im Wald gewandert. Und nächstes Wochenende, was werde ich machen? Futur 1. Nächstes Wochenende wirst du mit einem Freund wandern gehen. Genau. Sehen Sie den Unterschied? Ich gehe. Gewohnheit. Präsens. Ich bin gegangen. Vergangene, abgeschlossene Aktion. Ich werde gehen. Plan für die Zukunft. Es ist sehr logisch, wenn man viel übt. Herzlichen Glückwunsch an alle. Das war eine sehr dichte Lektion. Aber jetzt haben Sie alle Werkzeuge, um über Ihre Hobbys zu sprechen. Ja, das war eine super Lektion. Und jetzt die Mission für unsere Zuhörer. Zu dem Hörer für den letzten Call to Action. Er spricht sehr, sehr langsam. Ihre letzte Mission. Es ist eine Schreibübung. Schreiben Sie uns bitte 3 Sätze in die Kommentare. Ihr Lieblingshobby im Präsens? Was Sie letztes Wochenende gemacht haben im Perfekt? Was Sie nächstes Wochenende machen werden im Futur? Zum Beispiel, ich sehe gern Filme. Letztes Wochenende habe ich einen Krimi gesehen. Nächstes Wochenende werde ich ins Kino gehen. Wir freuen uns auf Ihre Antworten. Das ist die beste Übung, um zu praktizieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an alle. Üben Sie weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss und viel Spaß mit Ihren Hobbys.